Ja, ist denn schon Weihnachten? Nee, aber das ist mir völlig egal, denn ich bin in Weihnachtsstimmung, denn ich habe jede Menge Weihnachtskalender und wir wollen heute wissen, welcher ist der richtige Weihnachtskalender für dich? Denn das Motto ist nicht umsonst hier drauf, Stahl statt Schokolade oder Werkzeug statt Schokolade. Und das wollen wir doch im Weihnachtskalender drin haben, denn einfach so eine Schokolade, das kann ja jeder. Nee, wir wollen Werkzeug. Und wir werden heute Folgendes machen, wir schauen uns jeden einzelnen Kalender an, schauen uns genau an, was drin ist. Das heißt, wenn du sagst, nee, ich möchte mich überraschen lassen, dann solltest du ab einem bestimmten Punkt auf jeden Fall nicht weiterschauen. Wir haben heute hier im Video KS-Tools, nochmal KS-Tools, Bosch, Milwaukee, Flex und natürlich Vera. Bevor wir loslegen, lasst uns nochmal über die Preise sprechen. Bosch Grün 45 €. Dann haben wir Vera 47 €. Dann Flex 73 €, das ist nicht ein bisschen viel, 73 € für den Weihnachtskalender. Dann haben wir KS Tools 38 €. Nochmal KS Tools 38 €. Nochmal KS Tools, richtig, auch 38 €. Und wenn du sagst, du möchtest gerne 3 Kalender gleich auf einmal haben, gar kein Problem, denn es gibt ein Angebot von uns für 3 dieser Kalender für rund 100 oder ich glaube sogar aktuell unter 100 €. Also schau mal gerne in die Videobeschreibung, da ist das Ganze verlinkt. Und der letzte, ja, Milwaukee, zack, 80 €. Wir fangen mit KS-Tools an und zwar dieser Doppelpack. Hier ist es so, dass du erst einmal nicht siehst, was im Kalender drin ist. Das heißt, du hast diese Umverpackung, ja, hier siehst du einfach nur, da ist ein Weihnachtskalender drin, aber das war's. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Wenn du reinschaust, ja, dann haben wir den eigentlichen Kalender ja da. So. Und wir haben uns hier natürlich alles genau angeguckt, alles aufgemacht. Und was haben wir drin? Genau das, was du hier schon gesehen hast. Wir haben hier drin einen Akkuschrauber. Ja. Das Ganze machen wir auf, zack, zack. Und dann haben wir hier einen kompletten Akkuschrauber drin, 3,6 Volt. Und dazu haben wir 24 Bits, einen längeren Bit, eine Bitaufnahme, ein Ladegerät und nicht einfach irgendeinen Akkuschrauber, sondern bei dem Akkuschrauber kannst du Folgendes machen. Erst einmal, ja, du kannst benutzen für Rechtslauf, Linkslauf. Du kannst hier schauen, wie voll ist der Akku eigentlich. Aber du kannst hier auch draufklicken und dann passiert Folgendes, zack. Dann hast du die Richtung geändert, da kannst du ihn so benutzen, ja, wie so ein Stabakkuschrauber. Eigentlich eine richtig coole Sache, je nachdem, wie viel Platz du gerade hast im Bauraum und so weiter und so fort. Und dann hast du auch noch dabei hier einen Schlüsselanhänger. Dann bekommst du noch diese Leuchte, ja, diese kleine Taschenlampe. Einmal kannst du vorne leuchten, ja, sieht man hier ganz gut. Dann kann man auch noch mal hier an der Seite rausleuchten für euch hier, ganz schön hell, oder? Oh ja, das ist wirklich hell. Und dann haben wir hier noch einen Flaschenöffner. Und zwar können wir hier mit der einen Seite Flaschen öffnen und hier haben wir einen Korkenzieher, also einen Weinflaschenöffner, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Ja, das bekommt ihr auch noch dazu. Und all das ist hier in dem Kalender drin für 38 €. Ich finde es cool. Was sagt ihr dazu? Bei Vera musst du aufpassen, da siehst du nämlich genau, was drin ist. Da am besten Umverpackung weg. Und dann auf dem Kalender steht es nicht drauf. Und ich muss sagen, was im Kalender drin ist, ist auch eine richtig coole Sache. Erst einmal, du hast hier einen Halter. Du kannst es mit Füßen benutzen oder ohne Füße. Hast hier 2 Stück und hast hier wirklich sehr nützliches Zubehör. Wenn wir mal die eine Seite uns anschauen, dann sehen wir hier ja, wunderbare Schraubendreher. Das Ganze hast du hier einmal zum Beispiel als Kreuz oder hier sogar als PZ. Und hier siehst du auch an der Spitze, ja, die ist nochmal extra geformt, sodass sie die Schrauben noch mal mehr und besser greifen kann. Dann sehen wir hier, gucken wir weiter, hier Kreuz, 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 oder ja, Kreuz, genau. Und dann haben wir hier zum Beispiel aber auch Torx und wir haben aber hier zum Beispiel auch einmal Schlitz mit dabei. Zusätzlich, jetzt kommen wir gleich zum anderen, zusätzlich haben wir aber auch hier einen Schraubenhalter, den können wir hier zum Beispiel hier vorne drauf tun, so. Und dann ist es so, dass du die Schraube hier einspannen kannst und dann kannst du damit dann hier auch schrauben. Das ist natürlich hier so die eine Sache, aber du hast hier im anderen hast du hier auch VDE-Werkzeug mit dabei. Ja? Den kleinen Schlitz, den etwas größeren Schlitz und da haben wir das Ganze auch nochmal, da haben wir auch nochmal so einen Halter und da haben wir hier auch einen Schraubenhalter, um das entsprechend reinzuschrauben. Coole Sache, um die Schraube natürlich in dem Moment nicht anzufassen. Beides hat aber perfekt hier so seinen Platz. Dann haben wir hier in dem Halter natürlich eine Sache mit dabei, die auf keinen Fall fehlen darf und das ist der Flaschenöffner.
Den gibt es ja jedes Jahr auch in einer anderen Form. Die Leute sammeln das, machen und tun, kaufen den Kalender wahrscheinlich nur wegen genau diesem Flaschenöffner. Schreib mir in die Kommentare, wenn es bei dir auch so ist, als wenn du den immer sowieso nur kaufst, weil du den Flaschenöffner haben willst und den Rest vielleicht sogar verschenkst oder selber benutzt. So, dann haben wir den Flaschenöffner, dann haben wir, der hat einen bestimmten Namen, Knaufdreher oder so, ich weiß es nicht genau. Knaufdreher, das kann es nicht sein, aber ihr seht, was es ist. Dazu bekommst du 3 Klingen, ja. Einmal hier, was haben wir denn hier? Innen Sechskant, dann haben wir hier in Sechskant, in verschiedenen Größen. Dann haben wir hier nochmal so einen ganz kleinen hier. Und dann haben wir das hier noch. Und ich muss sagen, die hier mag ich total. Das sind so Feinwerkzeug. Feinmechaniker-Werkzeug. Ich mag die total gern und ich benutze die auch wirklich sehr häufig. Gerade im Haushalt ist es so, gerade zur Weihnachtszeit übrigens, da hast du ja häufig irgendwelche Lampen irgendwo mit so kleinen Batteriefächern und die müssen meistens zugeschraubt werden. Und da hast du genau das Richtige. Einen sehr kleinen Schlitz, mittleren und hier hast du nochmal einen Kreuz und damit bekommst du das auf jeden Fall auf. Und du kannst sie wunderbar führen und vor allem du hast hier hinten so ein kleines Gelenk, da kannst du es in die Hand so reindrücken und dann kannst du es hier so entsprechend sehr schön drehen. Ich mag die. Wir nehmen den nächsten von KS Tools und da musst du aufpassen, so, man sieht wirklich hinten drauf, was drin ist. Also da Glotzerchen vorne drauf. Ja. Was ist denn drin? Wir haben einen Flaschenöffner, diesmal ohne Weinflasche. Wir haben einen Schlüsselanhänger und wir haben einen Akkuschrauber. Ja. Hier in einer anderen Form diesmal. Ja. Man muss sagen, erstaunlich hochwertige Qualität. Also wenn ich den so in die Hand nehme, das wiegt richtig was. Das ist nicht zu schwer, sondern es fühlt sich auch wirklich wertig an. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Du hast eine Box, die bekommt mit dazu. Du bekommst dein Ladekabel, einen Bithalter. Hier entsprechend, ich glaube, 24 Bits bekommst du noch dazu. Und dann haben wir hier unseren Akkuschrauber. Beim Akkuschrauber selbst ist es so, ich kann hier vorne drauf drücken, ja, an der Stelle auf, ja, nach vorne, also vorwärts drehen, rückwärts drehen und ich kann hier das Drehmoment in 3 Stufen anpassen, ja, maximales Drehmoment bis zum kleinsten Drehmoment, Geschwindigkeit bleibt gleich, aber eben der Punkt, wo er abschaltet, kannst du damit ändern. Ich finde, das ist eine coole Sache und ich mag diese Form ehrlicherweise ziemlich gern. Milwaukee, der Weihnachtskalender, der kein Weihnachtskalender sein möchte, denn wir haben hier nur, okay, wir haben ja auch Aufkleber, ja, 3 Milwaukee-Aufkleber, aber normalerweise beim Weihnachtskalender erwarte ich eigentlich 24 Türchen, aber warte mal, wir zählen nach. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier ist wirklich so, wir haben 1. Advent, 2. Advent, 3. Advent, 4. Advent und Weihnachten. Das heißt also nicht jeden Tag, aber dafür was Größeres. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr das? Lasst uns mal reinschauen. Also, wir haben den 1. Advent und da haben wir Folgendes. Wir haben hier das hier, wir haben hier so einen Flaschenöffner. Den können wir, also wird ja auch hochwertig gemacht, das ist schön. Das ist, glaube ich, Druckguss auf jeden Fall. Wir haben hier schön Milwaukee oben drauf, können die Flasche öffnen, fein. So, dann haben wir Nummer 2. Schauen wir mal rein. Nummer 2, wir gucken mal, kennt ihr das? Kennt ihr das? Man packt Pakete aus und dann denkt man so, ja, eigentlich, man könnte nicht, aber gucken wir noch mal, vielleicht ist da doch noch was drin. Ja? Ja. Die berühmten Umschläge von Oma. Ihr wisst genau, was ich meine, oder? So, jedenfalls, hier haben wir ein Klappmesser. Ich mache das mal auf. So, zack. Also Cuttermesser als Klapp. Hier vorne diese Klingen, die man entsprechend auch wechseln kann, vermute ich mal. So, ja, ihr kennt diese Klingen hier. Die haben wir hier drin. Gehen wir mal rein und zack. So, das finde ich eine coole Sache. Hier mit Gürtelclip. Mega. Ja, mag ich. So, Advent Nummer 3. Was ist denn hier drin? Oh, hier haben wir ein Shockwave Bit-Set im so Drehding. Also wir haben erst einmal, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe einen Bithalter. So, und das nehmen wir für euch nochmal eine Nahaufnahme auf. Und jetzt sehe ich hier PH1. So, zack. Und da habe ich jetzt mein Bit. Den kann ich jetzt benutzen. Aber ich kann hier weiter drehen. Sehe PH2. Nee, ich möchte aber haben TX10. Zack. Und habe jetzt hier meinen TX10-Bit. Also ehrlicherweise muss ich sagen, das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist bis TX30 und es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind noch frei. Und da kannst du also frei irgendein Bit reintun. Das irgendwo hingestellt. Ja, zack, welchen brauche ich? Ich brauche heute den, was ich, PZ2, feuerfrei. Geniale Sache eigentlich. Und übrigens, der Bithalter ist hier mit einem Magnet festgehalten.
Zack. Und hier haben wir auch noch Magneten. Kannst du also einen Kühlschrank ranmachen, weißt du immer, wo deine Bits sind. 4. Advent. Jetzt wird spannend. Gleich ist Weihnachten. Da bin ich dabei. Jetzt haben wir. Uiuiuiui. Erstmal haben wir einen Mini-Bit-Halter. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Bits. Und zwar haben wir einen kleinen Torx. Ich denke mal, das ist so ein 15 oder so. Wir haben einen Schlitz. Wir haben hier so eine Art Nussaufnahme. Und wir haben, ja, verstehe, und wir haben das. Zusätzlich haben wir aber auch hier diesen kleinen Ratschenschlüssel, weil, schaut mal hier. Oh, dieses Geräusch. Wer könnte das auch stundenlang hören? Also ich auf jeden Fall. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich kann es aber auch gerne hier umschalten auf die andere Richtung und dann wieder so rum. Hier entsprechende Bits dabei. Ja, und los geht's auch schon. Finde ich cool. Aber was jetzt in Weihnachten? Weihnachten, es weihnachtet. Freunde, Freunde. Hier haben wir unseren Kaffeebecher oder Thermobecher, kann man ja eher sagen. So, einmal hier was reinmachen. Unten haben wir Packout, also die Möglichkeit, das am Packout festzumachen. Also einfach rein, rüber und dann ist es am Packout fest. Und jetzt wollen wir noch mal oben auch was trinken, oder? Wie macht man das? Ja. Okay, man dreht das also nur, zack, ist zu. Jetzt ist es rot, ja, seht ihr da vielleicht? Und das mache ich zur Seite. Jetzt ist es nicht mehr rot, jetzt wird was rauskommen, wenn was drin wäre. Also ich muss sagen, das ist eine coole Sache. Und was man hier sieht ist, man hat nicht so viele Kleinigkeiten, sondern an einigen Tagen was Besonderes. Coole Sache. Und nochmal das Motto Stahl statt Schokolade. Und ihr habt gesehen, wir hatten es hier sehr eilig, um hier ranzukommen. Und wir wollten unbedingt wissen, was ist denn da drin. Und jetzt schauen wir auch mal rein. Und ihr seht hier, wir haben einen kompletten Werkzeugkasten. Also alles, was wir dann haben wollen. Denn wir haben hier erst einmal einen kleinen Schraubendreher-Knauf, sage ich jetzt mal. Ja. Dann haben wir hier jede Menge Bits in allen Größen, die man so gängig braucht. Dann haben wir nochmal längere Bits, einmal als Kreuz, einmal als Torx, einmal als Innensechskant, auch mit dabei. Hier im Bithalter. Dann haben wir aber auch Nüsse mit dabei. Und Nüsse finde ich eine coole Sache, hatten wir glaube ich noch gar nicht, weil die braucht man ja auch immer mal, ja, in verschiedenen Größen, auch wirklich bis zu amtlichen Größen, wo man auch mal mitarbeiten kann. Und dann haben wir hier noch einen kleinen, auch eine kleine Ratsche, die wir auch noch mit dabei haben, ja. Und hier haben wir auch wieder das schöne Geräusch, alles mit am Start, auch Rechts-Links-Lauf. Und ich muss sagen, jetzt haben wir ja 3-mal KS-Tools in der Hand gehabt. Das heißt, ihr habt die Wahl. Ihr habt zum Beispiel die Wahl zwischen einem Akkuschrauber, einem Stabakkuschrauber oder einem Werkzeugkasten. Und jetzt, wenn ich mal überlege, das Dreier-Set für unter 100 €, wenn ich mich richtig erinnere, ja, so um die 100 € meinetwegen, unten eine Videobeschreibung verlinkt, guckt ihr gerne mal rein, da könnt ihr auch immer noch entscheiden, naja, ich brauche vielleicht einen Akkuschrauber und einen Werkzeugkasten und noch einen Akkuschrauber brauche ich nicht, aber den schenke ich meinem besten Kumpel. Ist ja eine Idee, oder? Jetzt wird geflext und bei Flex auch der Hinweis, hinten drauf sieht man, was drin ist, also schnell weg damit. Wir schauen mal, was haben wir denn da alles drin gefunden? Und das ist echt eine Menge. Was ist denn hier los? Nummer 1, wir haben, fangen wir mal hier an. Wir haben einen kleinen Akkuschrauber. Ich meine, gut, zum Preis von über 70 €, da ist auch schon ordentlich was drin, aber kostet auch ordentlich was. Wir haben einen kleinen Akkuschrauber und zwar haben wir hier Folgendes. Wir haben die Möglichkeit, erstmal ein- auszuschalten, dann einschalten, dann vor, zurück. Wir sehen hier den Akkuladestand. Dann können wir hier das Drehmoment einstellen. Wir haben hier vorne LED. Und was ich cool finde, ist, wenn du es hier festhältst, weil manchmal möchte man so, naja, irgendwo so an einer bestimmten Stelle so schön greifen. Oder, das ist eine coole Sache, dass man es hier eben festhalten kann und dann benutzen kann. So, um das aber zu benutzen, bräuchte man ja Bits oder einen Bohrer. Und deswegen haben wir das dabei. Wir haben hier einen Bithalter, dann verschiedene Bits. Die sehen optisch zumindest so aus, als wenn sie schlagfähig wären. Aber ich weiß nicht, ob sie sind. Auf jeden Fall haben wir hier verschiedene Bits. In dem Fall aber eigentlich nur Torx und hier haben wir noch einen Kreuz. Ja? Dann haben wir hier, was haben wir hier eigentlich? Moment, hier haben wir Nüsse. Ja? 8 mm, 10 mm und 7 mm. Okay, soweit. Aber was ich nicht verstehe, im Verhältnis dazu, hier haben wir Bohrer für Beton. Probiert es einfach mal aus. Ja? Was wir noch haben, ist, wir haben einen Zollstock von Flex. Und zwar keinen schlechten. Ja? Das ist, man kann hier die Winkel sich anzeigen lassen und so weiter und so fort. Ein schönes Teil. Ja?
Wer das Branding mag, ist ja auch super. Dann haben wir Folgendes, und zwar ein Cuttermesser hier an der Stelle. Dazu bekommen wir auch noch jede Menge Klingen, haben wir auch noch dabei. Dann haben wir hier den hier, und zwar einen Druckbleistift. Auf den Namen bin ich nicht gekommen. Ein Druckbleistift, wo wir hier wunderschön das Ganze schön angespitzt haben und können jetzt hier Sachen anzeichnen, damit wir aber nicht nur eine Mine haben, gar kein Problem. Dazu bekommen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minen gleich mit dazu, auch noch. Dann haben wir noch natürlich Ladekabel und Schlaufe für den Akkuschrauber. Zack, 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 zack. Dann haben wir noch das hier. Und zwar, was ist das? Ganz einfach, natürlich ist eine Flex. Ja? Hier wird geflext, aber man kann damit auch seine Flaschen öffnen. Gar kein Problem. Wir haben hier einen Magneten. Könnten wir irgendwo ranhalten, wenn ich was Magnetisches hätte? Nee, klappt nicht. Und jetzt kannst du also das an deinen Kühlschrank ranmachen und dann deine Flaschen öffnen. Das Einzige, was mich hieran ein bisschen stört, nee, was ich genial finde, ist, wenn du das anguckst, du siehst sogar den Schalter, du hast das Gefühl, diesen kleinen Schalter kannst du drücken. Ja? Du hast hier Brushes draufstehen, du kannst sogar die Akkuaufnahme sehen, als wenn du den Akku rausnehmen könntest. Also die Qualität finde ich überragend, richtig genial. Das Einzige ist, der Flex hat ein bisschen zu viel Flex, um dann so richtig schön eine Flasche anzugreifen. Ja? Aber es geht. Also hier seht ihr, das ist schon okay, funktioniert. Aber das ist eher so was, wo ich sage, oh, das wäre vielleicht sogar was eher für den Schreibtisch. Dann haben wir noch eine Sache, und zwar diese Leuchte von Aluminium eloxiert. Sieht sehr hochwertig auch aus. Wir können hier Folgendes machen. Wir machen die erstmal an. Ihr seht es an mir am besten. Ihr könnt nämlich Folgendes machen. Ihr zieht das ein bisschen zu euch, dann ist es sehr klein und könnt das dann so groß machen, wie ihr es gerade haben wollt. Also sehr fixieren, wie ihr es haben wollt, oder fokussieren, so wie ihr es haben wollt. Zusätzlich könnt ihr auch noch das in verschiedenen Helligkeiten machen. Ja, so wird es immer dunkler, dunkler, dunkler. Und wir haben auch noch das Partylicht. Kommen wir zum letzten Kalender, Bosch. Hier haben wir auch nicht irgendeinen Bosch, sondern wir haben Bosch Grün, also Bosch DIY. Übrigens, Achtung, hier siehst du auch hinten, was drauf ist. Ergo, auch da wieder die Möglichkeit, zack, raus und dann geht das auch. Übrigens, die meisten haben hinten auch so einen kleinen Ausklappständer, sodass du hinstellen kannst, richtig schick aussieht, dass sich das Ganze einen Monat lang begleitet. Genau. So, hier Bosch DIY ganz bewusst gesagt, denn was haben wir hier? Wir haben erstmal eine Werkzeugtasche. Das ist die erste Werkzeugtasche heute. Und DIY heißt, wir haben hier auch ein DIY-Set. Wir machen das auf und was sehen wir? Ein richtiges DIY-Set. Wir haben hier Folgendes. Erst einmal, wir haben die erste Säge hier im Set. Denn wir haben hier wirklich so eine kleine Bügelsäge hier an der Stelle. Nehmen die auch mal raus. Wartet mal. Ich muss euch mal zeigen hier. So. Wir haben wirklich eine kleine Bügelsäge, womit wir Dinge entsprechend sägen können. Wir haben auch noch mal 2 weitere Sägeblätter. Ich würde sogar sagen, das eine ist für Metall. Ja, das eine ist für Metall, steht zumindest drauf. Dann haben wir hier noch jede Menge Bits haben wir auch noch. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, viele. Ja. Dann haben wir eine Zange, und zwar eine amtliche Zange. Ja. Also, nee, das ist ein Seitenschneider, um genau zu sein. Was denn? Nee, eine Kombizange. Nee, das ist eine Kombizange. Was denn? Ja, okay. Dann haben wir hier eine Kombizange. Ich muss sagen, bei der Kombizange, was ich nicht mag, wie ist denn das bei euch? Ich mag das nicht, wenn die so schwer gehen. Ja. Hat auch seine Vor- und Nachteile, liegen die nicht immer so rum, aber so ich mache das gerne so mit dem Finger. Ja. Macht ihr das auch? Weiß ich nicht. Ja. Also Kombizange mit dabei. Dann haben wir hier innen Sechskant. Das hole ich jetzt mal nicht raus. Haben wir da. Dann haben wir hier auch einen Stift, um Dinge zu markieren. Und dann haben wir nochmal, das ist ja interessant, haben wir nochmal andere Farben. Und zwar schwarz, rot und gold. Ja, mega. Und zack, alle wieder ausgepackt. Nee, eingepackt. Mist. Und zack, alle wieder eingepackt und jetzt können wir sie ganz genauso wieder verkaufen. Nee, Spaß, Spaß, Spaß. Aber ihr schreibt doch mal unten in die Kommentare, welchen findet ihr am besten? Denn ich muss persönlich sagen, ich finde es eine tolle Sache für sich selber, so ein bisschen dem Werkzeug-Fantum zu frönen oder jemandem etwas Gutes zu tun. In dem Sinne, sucht euch den richtigen aus und ran an den Weihnachtskalender und bis zum nächsten Mal. Und ich esse jetzt Plätzchen.